Schafft man es, einen brandneuen Bass aus der 500-Euro-Liga wie diesen hier nur mit dem Einsatz von ein bisschen Schaumstoff und brandneuen Saiten so klingen zu lassen wie die Soul-Monster aus den 60er und 70er Jahren? Das ist die Preisfrage des Tages, die es heute zu klären gilt. Und wenn du dich für das Ergebnis interessierst und auch für dieses Video, dann bist du hier wie immer goldrichtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, ghosthack.de. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender und zu einem Video, auf das ich mich wirklich schon sehr, sehr lange freue. Denn ob du es glaubst oder nicht, ich habe diesen Satz Saiten, den ich hier in der Hand habe, vor über einem Jahr gekauft. Das sind Flat-Wound-Saiten, also Saiten, bei denen der Kern der Saite mit einem Flachdraht umwickelt ist. Ganz im Gegensatz zu diesen Round-Wounds, die hier auf diesem brandneuen Bass drauf sind, oder ein Jahr ist er jetzt alt, da kann man auch hören, dieser Runddraht, der da drauf ist, der zieht schon, schnarrt schon und der sorgt für einen sehr präzisen und sehr, sehr hellen Klang auf jeden Fall. Wir können ja mal kurz reinhören, wie das hier aktuell klingt. Also du hörst schon sehr klar, sehr viel Höhen, sehr präzise, schnarrt auch ein bisschen und so weiter. Also im Prinzip wie ein moderner Basssound eigentlich klingen sollte. Aber so klingen halt nicht die Bässe aus den 60ern und 70ern, nicht die von James Jamerson und Carol Kay. Was also machen, um das zu ändern? Klar, die Saiten habe ich mal vorbereitet, aber bevor ich die neuen Saiten draufziehe, gucken wir doch erstmal, wie weit wir mit Bordmitteln kommen. Das heißt, ich drehe erstmal hier bei meinem Bass den Tonregler einfach mal runter. Mal gucken, was dann passiert. Ich habe übrigens den vorderen Pickup hier aktiv. Das kommt so ein bisschen dem Sound vom Precision Bass näher, der von James Jamerson zum Beispiel gespielt wurde. Ich habe jetzt den alten Prezi da an der Wand, aber da möchte ich die alten Saiten nicht runternehmen, weil der klingt ja so schon super. Deswegen nehme ich diesen Bass hier mal. Also Tonregler runtergedreht und dann klingt unser Bass schon so. Geht schon ein bisschen näher in die Richtung, ne? Was die Kollegen aber damals gemacht haben, ich sage jetzt einfach mal großzügig Kollegen, was die Kollegen damals gemacht haben, war aber auch, dass sie mit einem Schaumstoff unter der Brücke gespielt haben. Der Fender Precision wurde sogar damit ausgeliefert mit Schaumstoff unter seiner Kappe. Und das machen wir jetzt mal. Wir ziehen hier mal den Schaumstoff unter die Saiten. Schön, damit der richtig gut dämpfen kann, denn dann kriegen wir diesen knurrigen und knochigen Sound aus den 60er und 70ern auch hin, wenn die Saite so richtig schön abgedämpft ist. Du kannst es hier vielleicht gut im Bild sehen. Da schön den Schaumstoff dazwischen gemacht und jetzt hören wir mal, was jetzt passiert ist. Kommt dem noch deutlich näher, ne? Also Schaumstoff, Ton runterregeln und dann sind wir schon relativ nah dran. Aber ich denke, wir werden um einen Seitenwechsel nicht drum rumkommen. Jetzt werden neue Saiten aufgezogen im Recording-Blog und das machen wir jetzt mal kurz im Zeitraffer. So, Seitenwechsel und Experiment hoffentlich erfolgreich abgeschlossen. Zumindest der technische Teil hat schon mal geklappt. Und wenn ich hier über die Seiten drüber streiche, das fühlt sich schon richtig schön an, schön richtig glatt irgendwie, als wenn du so einen richtig alten Satz Round-Wounds drauf hast. Aber es knirscht auch gar nicht, ne? Wenn man hier so Geräusche drüber geht, mit den Fingernägeln drüber geht, ist es bei Weitem nicht so schlimm wie mit den Round-Wounds. Aber hören wir mal, wie sich der Sound geändert hat. Mal gucken. Also wir nehmen den vorderen Pickup wieder, wir drehen den Tonregler auf, ich drehe den Lautstärkeregler auf und jetzt hören wir mal, was passiert ist. Ich bin gespannt. Trau mich nicht. Ah, komm. Nicht schlecht, ne? Das war aber schon mal deutlich näher dran. Hören wir mal, wie das klingt, wenn ich den Tonregler zudrehe. Dann müsste es ja noch mumpfiger und knurriger sein, ne? Oh, geil.
Das lädt richtig zum Spielen ein. Ne? Ich glaube, ich spiele gleich nochmal eine Runde. Aber ich habe ja gesagt, in den 60er Jahren war auch Schaumstoff am Start. Also nehmen wir unseren Schaumstoff nochmal, den wir gerade hatten, und wickeln den mal richtig schön dick hier drunter, damit die Seiten noch mehr abgedämpft sind. Also nicht nur von sich aus schon dumpf klingen, sondern auch schön abgedämpft sind und wieder hier richtig schön dick dazwischen gezogen. Ich zeige es dir nochmal. Hier richtig schön dick zwischen die Seiten geschoben und nicht zu nah an den Steg ran, sonst dämpfen sie. Hey, Schlagzeug im Weg. Sonst dämpfen sie nicht so gut. Kannst mal sehen, wenn so eine Bude so klein ist, dann schlägt man sich schon mal selber hier. Also, hören wir mal mit dem Schaumstoff und ich bin mal sehr gespannt, wie das klingt. Der Schaumstoff ist gut. Falls du übrigens auch wissen willst, wie das klingt, kannst du dir die Spuren auch selber runterladen. Wenn du mich hier über den Mitglied-werden-Knopf hier bei YouTube unterstützt, dann gibt's da einen Link in dem Bereich, wo du dir dann alle Spuren nochmal runterladen kannst und dir das Ganze nochmal anhören kannst. Oder aber, wenn du Basis- oder Premium-Mitglied in meinem Recording-Blog sein solltest, wenn du dich dafür interessierst, kann ich dir hier mal Infos einblenden. Da kannst du auch in deinem Download-Bereich, kannst du dir die Spuren runterladen und dann nochmal zu Hause selber vergleichen, wie denn wohl die unterschiedlichen Seiten auf dem Bass klingen. Also, das als kleines Dankeschön meinerseits für deine Unterstützung über einen kleinen oder großen Pott Kaffee hier bei YouTube oder über deine Basis- oder Premium-Mitgliedschaft, bei der man bei der letzten übrigens auch eine ganze Menge lernen kann, aber das nur nebenbei. Infos, wie gesagt, hier oben. So, jetzt kommen wir aber zum finalen Schuss hier. Tonregler zugedreht, der Bass ist auf, der Schaumstoff ist dahinter. Mal gucken, ob James Jamerson und Carol Kay uns grüßen hier. Man macht so richtig automatisch dieses Jazz-Gesicht, ne? Kennst du dieses Jazz-Gesicht? Wenn du so die Nase hochziehst, als wenn du so einen richtig guten eigenen Pups riechen würdest. Okay, also ich würde sagen, Experiment geglückt. Die Flat Rounds sind auf jeden Fall ein echter Fortschritt für meinen Bass. Und jetzt muss ich noch mal überlegen, ob ich die vielleicht doch noch mal auf meinen 73er Prezi da hinten drauf ziehe. Eigentlich bin ich mit dem Sound zufrieden, aber ich überlege noch mal. Wir gucken uns das Ganze vielleicht noch mal in einem Jahr an und mal gucken, wie die Seiten dann gealtert sind. Da gibt's also einen kleinen Vergleich noch mal. Und jetzt danke ich dir auf jeden Fall schon mal für dein Interesse, fürs Zuschauen. Und falls dir was aufgefallen ist beim Sound, schreib's gerne unten in die Kommentare rein, denn jeder Kommentar nimmt ja auch am Gewinnspiel teil. Wir sehen uns dann morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten wie immer nur das Beste. Mach's gut und Yassou!